Hallo meine Freunde der gepflegten Selbstschrauberei. Heute bekommt unser Golf neue Lager an der Hinterachse. So sehen die Teile aus. Nun aus Polyurethan und kein Gummi mehr, wird wahrscheinlich ewig halten, aber wir werden ein ziemliches Problem haben, bis die Teile drin sind. Zu dieser Reparatur muss das ganze Fahrzeug hinten aufgebockt werden, also sichern wir das Fahrzeug an der Vorderachse. Bevor wir das Fahrzeug aufbocken, machen wir erstmal die Radmuttern lose. Hierzu müssen aber erst die Schutzkappen runter. Sind immer noch die originalen Kappen. 30 Jahre alt, hä? Qualität. Ja, ein der Achse an. Und setzen ihn auf diesen Blechbügeln am Stoßfängerhalter auf. Die eine Seite haben wir mal oben, da hinten sitzt er auf und wir werden jetzt die andere Seite gleichartig hochnehmen. So, wir müssen jetzt die Achse, den ganzen Querträger, ein Stück absetzen, um an die Lager zu kommen. Dazu ist aber dieser Bremsschlauch zu kurz, also muss der gelöst werden. Zusätzlich müssen nachher diese Schrauben gelöst werden. Das gleiche auf der anderen Seite. Nun haben wir die Wahl, entweder wir lösen diese Verschraubung oder wir lösen sie oben. Wir probieren es mal zuerst mit oben, die ist weniger rostig. Apropos Rost, ist natürlich sehr gefährlich, diese Bolzen hier aufzukriegen. Deswegen erstmal gut Rostlöser dran ist. Da wir nur beschränkte Höhe haben, machen wir natürlich das Rad runter. Dann können wir nachher tiefer absenken. Für das Öffnen der Bremsleitung nehmen wir auf jeden Fall einen offenen Ringschlüssel. Damit die ganze Soße nicht ausläuft, habe ich mir mal hier hübsche Stöpsel gebastelt. So jetzt. Die ist auch schon ganz gewaltig gut. Aber jetzt ist sie auf. So geht es natürlich auch. Wir machen die Federbeine nun oben im Kofferraum los. Das sind hier unter diesen Kappen. Einfach abziehen. Um das Teil zu öffnen, muss man hier drehen und hier gegenhalten. Man braucht also so eine offene Stecknuss oder man nimmt einen Ringschlüssel. Aber geht uns. So sieht der Spezialschlüssel im Eigenbau aus, nur der passt im Audi, hier haben wir kleinere Maße. Die Mutter schrauben wir nicht ab, sondern lösen sie nur, aber so, dass sie noch gut im Gewinde hängt. Das Federbein muss hier nur lose werden, wir bauen es ja nicht aus. So, nun die andere Seite. Und das war's im Wesentlichen schon. Und lösen. So, jetzt müssen wir unten den Achsträger lösen. Hoffentlich reißt nichts ab. Wir versuchen nun, die Schrauben an den Lagerblöcken aufzukriegen. Oh, gar kein Problem. So, auf die Seite scheint vernünftig zu gehen. Auch die geht. Die ganze Achse kommt jetzt runter, also hier der Träger. Deswegen stelle ich hier mal einen Wagenheber drunter. Das war noch Wagenheber, oder? Der stammt von einem 51er Käfer. Oh, das war mal die erste. Hinten gibt es natürlich noch mal welche. Jetzt können wir die Achse langsam senken. Wir achten auf die Handbremsleitungen. Die Bremsleitungen sind gelöst. Jetzt müssen wir diesen Lagerblock hier an der langen Schraube hier öffnen, hier an der Mutter gegenhalten. Die Stellung merken wir uns auch. Nachher muss das Teil in der gleichen Lage montiert werden. Nun öffnen wir die Verschraubung. Die gerade Scheibe innen, die gerundete Scheibe außen. Und diese Rundung ist außen am Lagerblock. Fängt an riesig zu werden, ist aber im Prinzip trotzdem gute Qualität gewesen hier. Das sind lauter Risse. Ah ja.
Volkswagen hätte früher den ganzen Lagerblock getauscht. Leider gibt es den Lagerblock nicht mehr. Das heißt, wir müssen diese Gummibuchse ersetzen und ich habe gleich eine Polyurethanbuchse gekauft. Hält jetzt ewig, wie meine Frau immer sagt. Beim Ausziehen der alten Gummibuchse hilft etwas Glycerin. Drücken wir das Ding langsam raus. Das mit dem Polyurethan wird natürlich jetzt eine lustige Spielerei, weil das Zeug verdammt hartnäckig da reinpassen wird. So zu drücken, haben wir probiert, ist im Prinzip aussichtslos, flutscht entweder weg oder es wird nur immer breiter. Wir drücken den jetzt so seitlich ein und versuchen ihn mit Gewalt reinzuwirken. Erst Schmiere drauf, das ist, so wie es aussieht, nur normale Vaseline. Ja, das tun wir nach der Holzkante. Halt, stopp! So, jetzt muss die Buchse noch rein. Ich habe die gewölbte Scheibe nun mal von außen draufgesteckt. Außen ist wohlgemerkt da, wo die konkave Rundung ist. So, jetzt wird der Lagerblock erstmal hier noch die Scheibe drauf. Dann kommt das Ganze hier durch die Mutter, durch das Loch. So, und jetzt kommt hier eine Scheibe drauf. Und natürlich machen wir eine neue Sicherungsmutter drauf. Übrigens mal wieder Spezialgewinde 12×1,5. Die lange Schraube durch den Lagerblock bekommt 70 Newtonmeter. Gut. Jetzt kommt die Achse wieder langsam an ihren Platz zurück. So. Auf diese Seite die Mutter wieder drauf. Die Bolzen am Achsträger bekommen 45 Newtonmeter. Wir haben die Achse vorne festgeschraubt. Jetzt müssen wir die Federbeine hinten noch festschrauben. Zum Schluss gibt es noch 35 Newtonmeter. Danach kommen noch die hübschen Kappen drüber und wir sind oben soweit fertig. Verbinden die Bremsleitungen wieder. Und weiter geht's. Nachdem wir die Bremsleitung wieder angeschlossen haben, müssen wir nun das Bremssystem entlüften. Man kann das natürlich mit der alten Metallmethode machen. Pumpen, Aufzug. Wir machen das mit einem solchen Deckel. Das ist ein ganz normaler Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel von VW. Und ich habe hier ein Autoventil eingeschraubt, dann kann ich direkt mit dem Kompressor drauf gehen. So, wir füllen den Behälter bis zum Rand auf. Dann kommt der Deckel drauf. Gut. Anziehen. Natürlich könnt ihr nicht mit vollem Druck drauf gehen. Maximal 2 Atmosphären sind gut. Wir öffnen die Entlüftungsventile von den Bremsen. Hat wunderbar funktioniert. Können wir so lassen. Aber ganz vorsichtig. Weiter so laufen lassen. Sorbe? Ja? Kompass? Ja? Dann haben wir wieder Druck. Zwischendrin immer mal dran denken, die Bremsflüssigkeit zu ergänzen. So, schauen wir mal, ob das System schon entlüftet ist. Wir schauen am Pedal.
Druck hat, ist das System entlüftet. Perfekt. Also müssen wir alles gründlich sein. Ihr kennt ja schon meine Spezialmethode. Zum Abschluss der Reparatur kommen noch die Breitreifen auf das Fahrzeug. Natürlich dürft ihr die Kappe nicht vergessen. Kommt hoch. Ist nichts mehr passiert. Die Teile nicht vergessen. Zum Schluss gibt es noch 90 Newtonmeter. Einmal Reihe rum über Kreuz. So ein bisschen tun wir noch nachfüllen, aber die Flüssigkeit muss nicht ganz auf Max stehen. Es sind ja keine neuen Scheiben und Belege drin. So meine Freunde, auch diese Reparatur ist wieder beendet. Mit den Polyurethan-Buchsen fährt er sich jetzt wie mein Porsche mit M30 Fahrwerk. Tschüss, bis zum nächsten Film.